Deutsch lernen durch Hören. Einen Wohnwagen selbst gebaut. Marco ist neu in der Stadt. Er hat die Uni gewechselt. Bald beginnt das neue Semester. Marco hat keine eigene Wohnung. Er schläft bei seinem Freund Tobi. Aber die Wohnung ist zu klein. Marco möchte auf den Campingplatz ziehen. Er leiht sich von Tobi ein altes Zelt. Marco merkt schnell, dass ein Zelt als Wohnung etwas ungemütlich ist. Er wünscht sich einen Wohnwagen. Ein Wohnwagen ist sehr teuer. Deshalb will Marco sich selber einen bauen. Er geht zu einem Schrottplatz. Dort findet er einen alten VW-Bus. Der ist völlig verrostet. Man kann damit nicht mehr fahren. Deshalb bekommt Marco ihn für wenig Geld. Jetzt muss er ihn nur noch umbauen. Tobi hilft ihm, den VW-Bus zum Campingplatz zu bringen. Dort macht Marco ihn erst einmal sauber. Dann baut er die Sitze aus. Jetzt hat er etwas Platz. Aus alten Paletten bastelt Marco ein Bett und einen Tisch. Seine Freundin Laura schenkt ihm eine alte Kommode für seine Kleidung. Tobi hat noch einen Campingkocher. Den schenkt er Marco. Dusche und Toilette sind auf dem Campingplatz vorhanden. Auch Wasser zum Kochen kann er dort holen. Einen Stromanschluss gibt es ebenfalls. Also kann Marco sogar eine Lampe und seinen Laptop anschließen. Jetzt kann er in dem Bus richtig wohnen. Im Sommer braucht er noch keine Heizung, aber ab September werden die Nächte in Deutschland kühl. Eine Elektroheizung wäre sinnvoll. Die möchte Marco gebraucht kaufen. Er geht mit Laura am Samstag auf den Flohmarkt. Dort findet er eine kleine Heizung. Sie verbraucht nur wenig Strom. Ein Wohnwagen wird schnell warm. Und für den Notfall kann Marco sich nachts eine zweite Decke nehmen. Die schenkt ihm Laura. Schließlich wird sie gelegentlich auch dort übernachten. Der neugierige Nachbar. Marco wohnt seit kurzem in einem umgebauten VW-Bus auf dem Campingplatz. Rechts und links neben ihm stehen ganz normale Wohnwagen. Die Besitzer kommen gelegentlich am Wochenende. Sie nutzen sie nur in der Freizeit. Auf dem Campingplatz sind die Plätze mit kleinen Zäunen voneinander abgetrennt. In Deutschland hat jeder gerne sein eigenes Revier. Sein linker Nachbar hat zusätzlich noch einen Bambuszaun aufgebaut. Dieser dient ihm als Sichtschutz. Marco sitzt am Nachmittag vor seinem Bus. Auf dem kleinen Tisch steht sein Laptop. Marco will für sein Studium lernen. Später wird seine Freundin Laura ihn besuchen. Dann wollen sie zusammen grillen und den Sommerabend genießen. Doch er kann sich nicht konzentrieren. Er fühlt sich beobachtet. Marco schaut sich um. Die rechten Nachbarn sind noch in der Stadt. Vom linken Nachbarn ist nichts zu hören. Nur sein Auto hat Marco vorhin auf dem Parkplatz gesehen. Vielleicht hat Marco sich getäuscht. Komisch, denkt Marco. Laura kommt mit dem Fahrrad. Sie hat Nudelsalat und Würstchen dabei. Marco zündet den Grill an. Es qualmt ziemlich stark. Marco, du darfst nur trockene Holzkohle benutzen. Laura schimpft. Dann kümmert sie sich selber um den Grill. Sonst beschweren sich die Nachbarn. Marco schaut sich um. Hier ist doch niemand. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde, meint Laura. Marco nickt. Das dachte ich vorhin auch. Plötzlich hören sie ein Husten. Der Bambuszaun zur Linken wackelt. Herr Müller, sind Sie das? Laura schaut über den Zaun. Herr Müller ist rot im Gesicht. Ich wollte nur sehen, was die jungen Leute hier machen. Aber dann kommen Sie doch einfach zu uns rüber, lacht Laura. Wir beißen nicht. Sie müssen sich doch nicht verstecken. Herr Müller schämt sich. Er hätte nicht gedacht, dass die jungen Leute so nett sind. Sie bieten ihm sogar von ihrem Essen etwas an. Ich glaube, wir werden doch noch ganz gute Nachbarn, sagt er und beißt in ein frisch gegrilltes Würstchen.
Altes Paar. Marco wohnt seit kurzem in einem umgebauten VW-Bus auf dem Campingplatz. Mit dem linken Nachbarn hat er sich bereits angefreundet. Die Nachbarn auf der rechten Seite lernt er erst an diesem Wochenende kennen. Sie kommen mit einer riesigen Kühltasche. Diese stellen sie erst einmal vor dem Wohnwagen ab. Es sind ältere Leute, sicher schon über 70 Jahre alt. »Herbert, kannst du mir mal die Tür öffnen?« »Ja, mein Schatz.« Der Mann hat den Satz der Frau vollendet. Er öffnet die Tür. Die Frau klettert umständlich in den Wohnwagen. Marco sieht, dass der alte Mann Schwierigkeiten mit der großen Kühltasche hat. »Kann ich Ihnen helfen?« Die Frau kommt zurück zur Tür. »Junger Mann, das schafft der Herbert noch ganz gut alleine. So alt ist er noch nicht. Aber danke trotzdem.« Ihr Kopf verschwindet wieder im Wagen. Der alte Mann dreht sich um. Er schüttelt den Kopf. »Ja, so ist sie, meine Else. Für sie bin ich immer noch 30 Jahre alt.« Er muss lachen. Auch Marco lacht. Er findet den Mann nett. Herbert trägt die Kühltasche mit großer Mühe. Marco geht zu dem Mann und hilft ihm. »Psst, nichts sagen, ich verrate auch nichts.« Herbert lächelt dankbar. »Das habe ich gehört«, ruft Else aus dem Wagen. »Ich bin alt, aber nicht taub.« Jetzt müssen alle drei lachen. »Vor meiner Frau kann man nichts verbergen«, sagt Herbert. »Wir sind schon über 50 Jahre verheiratet. Sie hört, was ich denke.« »Aber dafür weiß ich auch, was du möchtest, mein Lieber. Und jetzt willst du ein kaltes Bier«, sagt die Frau. Herbert nickt. Else gibt ihm eine Flasche in die Hand. Eine zweite gibt sie Marco. Die dritte nimmt sie selbst. Auf gute Nachbarschaft. Das Unwetter. Marco wohnt auf dem Campingplatz in einem alten VW-Bus. Er hat nette Nachbarn. Sie kommen nur am Wochenende. In der Woche passt er ein bisschen auf die Plätze der Nachbarn auf. So macht man das unter Campern. Man hilft sich gegenseitig. Der Campingplatz ist heute fast leer. Nur Marco und Herr Specht sind auf dem Gelände. Marco sitzt vor dem Bus. Er arbeitet an einem Referat. Das soll er morgen abgeben. Er ist vertieft in seine Unterlagen. Daher bemerkt er nicht, dass am Himmel graue Wolken stehen. Es wird immer dunkler. Ein Wind kommt auf und weht fast Marcos Block vom Tisch. Jetzt erst merkt Marco, dass etwas nicht stimmt. Erschrocken sammelt er seine Papiere ein. Er bringt sie in den Bus. Dann blitzt es auch schon. Die ersten dicken Regentropfen fallen. In der Ferne hört Marco den Donner. Ein weiterer Blitz und gleich danach der Donner. Das Gewitter kommt näher. Marco hat Angst vor Gewitter. Er schließt die Tür und legt sich unter die Decke im Bett. Plötzlich erschrickt er. Mist, der Laptop ist noch draußen. Das Gerät hat er ganz vergessen. Es liegt auf dem Stuhl. Draußen. Im Regen. Zum Glück hatte er den Stuhl unter den Tisch geschoben. Der Laptop wird also nicht sofort nass. Aber wenn es windig wird, kommt der Regen auch dorthin. Marco muss ihn retten, aber er hat Angst. In diesem Moment klopft es energisch an die Tür. Marco öffnet sie ein kleines Stück weit. Herr Specht steht draußen. In der Hand hat er den Laptop. »Hey Marco, lass mich schnell rein. Du hast den Computer draußen vergessen, der wird doch ganz nass.« Erleichtert lässt Marco Herrn Specht herein. »Das ist aber nett, Dankeschön.« »Normal«, sagt Herr Specht. »So ist das unter Campern. Man hilft sich gegenseitig. Hast du mal ein Bier?« Wohnungsanzeigen. Marco wohnt in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz. Er sucht eine Wohnung für sich und seine Freundin Laura. Er schaut im Internet nach Wohnungsanzeigen. Aber was ist das? Ich verstehe die Abkürzungen gar nicht. Was soll das denn bedeuten? Er ist verwirrt. Laura lacht. Das ist eine Art Geheimsprache. Jede Abkürzung bedeutet etwas. Gut, dann übersetz mir mal diese.
60 QM, 2Z, K, B, BLK, KM, 200 plus 150 NK. Laura überlegt kurz. Die Wohnung ist 60 Quadratmeter groß. Es ist also genug Platz für 2 Personen. Das hört sich schon mal gut an. 2Z bedeutet, die Wohnung hat 2 Zimmer. Wir könnten ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben. Marco nickt. Ja, das wäre praktisch. Was heißt K und B? K heißt, die Wohnung hat eine Küche. Wir könnten kochen. Wir bräuchten keinen Lieferdienst mehr. Das spart viel Geld. B bedeutet, dass die Wohnung ein Badezimmer hat. Das ist sehr praktisch. Wir müssten nicht mehr im Regen zum Duschraum laufen. Marco nickt. Ja, das wäre schön. Was bedeutet denn BLK und KM 200? Die Wohnung hat einen Balkon. Das ist gerade in der Stadt schön. KM 200 heißt, dass die Miete 200 € kostet. Für Heizung und Wasser kommen noch 150 € dazu. Das sind die Nebenkosten. NK. Marco rechnet. Das sind dann also 350 € im Monat. Das hört sich aber günstig an. Die nehmen wir. Laura schaut sich die Anzeige noch einmal genauer an. Oh, Marco, hier steht noch Rennbett. Da müssen wir aufpassen. Es heißt renovierungsbedürftig. Es wird eine halbe Baustelle sein. Wahrscheinlich müssen wir da noch viel Geld investieren. Aber anschauen können wir uns die Wohnung auf jeden Fall. Schreib doch bitte gleich eine E-Mail an den Vermieter. Parken vor der Einfahrt. Marco und Laura wollen sich eine günstige Wohnung anschauen. Sie haben einen Termin mit dem Vermieter. Die Straße finden sie schnell, aber es gibt dort keinen freien Parkplatz. Marco, lass uns doch einfach hier parken. Laura zeigt auf eine freie Stelle. Aber Laura, das ist doch eine Einfahrt, da darf man nicht parken. Doch, wir können kurz hier parken. Das wird nur dann ein Problem, wenn jemand aus der Garage hinausfahren will. Es wäre ein Zufall, wenn das ausgerechnet jetzt passieren würde. Lass uns dort parken, wir kommen sonst zu spät. Marco parkt das Auto vor der Einfahrt. Dann schauen sich beide die Wohnung an. Sie ist sehr günstig, aber sie muss noch renoviert werden. Das werden Laura und Marco schon schaffen. Mit dem Mietvertrag in der Hand treten sie aus dem Haus. Aber was ist da auf der Straße los? Ein Abschleppwagen steht dort. Männer befestigen gerade einen Haken an ihrem Auto. Sie wollen den Wagen abschleppen. Schnell laufen die beiden zu ihrem Auto. »Was machen Sie denn da? Das ist unser Wagen!« »Sie haben vor der Einfahrt geparkt. Herr Müller kann nicht aus seiner Garage herausfahren. Wir schleppen Ihr Auto jetzt ab. Das wird teuer.« Marco ist verzweifelt. »Bitte nicht! Wir sind ja jetzt hier. Bitte machen Sie unser Auto wieder vom Haken ab.« »Also gut. Sie haben noch einmal Glück gehabt. Aber unseren Einsatz müssen Sie trotzdem bezahlen. Wir schicken Ihnen die Rechnung zu.« Laura ist merkwürdig still. Sie fühlt sich schuldig. Sie hatte ja vorgeschlagen, das Auto vor der Einfahrt zu parken. Aber Marco lächelt. Wir wären wirklich sonst zu spät gekommen. Dann hätten wir die Wohnung nicht bekommen. Es ist alles gut. Nach dem Umzug verkaufen wir den Wagen. Hier in der Stadt können wir mit den Fahrrädern fahren. Die Wohnung selbst streichen. Marco und seine Freundin Laura haben letzte Woche den Mietvertrag für eine gemeinsame Wohnung unterschrieben. Diese Wohnung ist in einem schlechten Zustand. Sie muss renoviert werden, bevor die beiden einziehen können. Sie kommen eben vom Baumarkt. Dort haben sie alles eingekauft, was sie benötigen. Jetzt stehen sie in der leeren Wohnung. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Marco fühlt sich wie ein echter Handwerker. Die trinken auch immer erstmal ein Bier, bevor sie anfangen. Laura schaut ihn an, aber sie sagt nichts.
Sie öffnet den Eimer mit der Wandfarbe. Dann nimmt sie einen Pinsel mit langem Stiel. Sie rührt damit die Farbe um. »Das muss man machen, sonst wird alles ungleichmäßig weiß«, sagt sie Marco. Der hat sich inzwischen auf die Bierkiste gesetzt. Er sieht Laura zu. Dann nimmt er eine alte Zeitung. Er faltet aus dem Papier einen Hut. Den setzt er Laura auf den Kopf. »Damit nichts auf deine schönen Haare kleckert.« Laura beginnt zu streichen. Sie tut das sehr schwungvoll. Die Farbe spritzt in alle Richtungen. »He, nicht so heftig!« Marco hat einen Spritzer auf die Brille bekommen. »Jetzt kann ich nichts mehr sehen«, ruft er vorwurfsvoll. Er muss erst einmal ins Bad und die Brille putzen. Währenddessen arbeitet Laura gut gelaunt und energisch weiter. Als Marco seine Brille endlich sauber hat, ist die erste Wand bereits weiß gestrichen. Marco muss jetzt unbedingt ein zweites Bier trinken. Er setzt sich wieder auf die Bierkiste. Laura arbeitet fleißig. Ihr macht das Streichen Spaß. Sie macht das zum ersten Mal. Dass sie morgen einen fürchterlichen Muskelkater haben wird, ahnt sie heute noch nicht. Dann wird Marco eben doch arbeiten müssen. Und sie wird auf der Kiste sitzen und zuschauen. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür. Warum, was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür. Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm. Ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Immer wieder Sperrmüll auf der Straße. Marco ist vor kurzem mit seiner Freundin Laura in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie mussten die Wohnung renovieren. Nachdem sie mit dem Streichen und Tapezieren fertig sind, brauchen sie noch Möbel.
Ein Bett haben sie schon. Das hat Marco aus seinem Wohnwagen mitgebracht. Es ist zwar schmal, aber für den Anfang reicht es. Auch eine Kommode und einen selbstgebauten Tisch hat Marco vom Campingplatz mitgebracht. Es fehlen aber noch Schränke und Regale. Marco, in den Kleinanzeigen habe ich nichts gefunden. Aber am Freitag ist Sperrmüllsammlung. Da stellen die Leute alte Möbel auf die Straße. Viele davon sind noch gut erhalten. Lass uns doch da mal schauen. Gute Idee, so machen wir das. Am Freitag stehen die beiden früh auf. Sie wissen, dass oft Händler unterwegs sind. Diese holen sich die besten Stücke und verkaufen sie anschließend weiter. Aber sie haben Glück. In der Nachbarstraße finden sie einen Schrank. Er ist fast wie neu. Mit einiger Mühe tragen sie ihn in die Wohnung. Lass uns kurz einen Kaffee trinken. Dann gehen wir nochmal los. In der Webergasse habe ich ein Regal gesehen. Das sah noch sehr gut aus. Das Regal ist tatsächlich noch da. Sogar die Schrauben sind in einer Plastiktüte an einem Brett angeklebt. Das finde ich klasse, sagt Laura. So kann man es gleich zusammenbauen. Laura und Marco sind zufrieden. Es fehlen immer noch ein paar Möbelstücke. Der nächste Sperrmülltermin ist erst in 2 Monaten, bedauert Laura. Aber Marco tröstet sie. Es gibt immer Leute, die ihre alten Möbel heimlich auf die Straße stellen. Man sieht immer wieder Sperrmüll. Bei unserem Glück finden wir sicher auch bald ein Sofa. Und jetzt bauen wir unsere neuen alten Möbel mal zusammen. Ein Termin im Bürgeramt. Marco und Laura haben ihre neue Wohnung fertig renoviert. Der Umzug ist erledigt. Das Auto ist verkauft. Von dem Geld haben sie sich 2 Fahrräder gekauft. Jetzt brauchen sie eine Meldebestätigung. Ihre Ausweise müssen geändert werden. Es müssen noch einige Formulare ausgefüllt werden. Beim Bürgeramt müssen sie über das Internet einen Termin vereinbaren. Sie bekommen eine Nummer und eine Uhrzeit zugeteilt. Laura und Marco sitzen im Flur und warten. Endlich erscheint ihre Nummer auf dem Display über der Bürotür. Sie betreten das Zimmer. »Guten Tag, wir möchten uns ummelden.« Eine Mitarbeiterin sitzt an einem Schreibtisch und lächelt sie an. »Haben Sie alle Unterlagen dabei? Ich brauche zuerst die Bescheinigung Ihres Vermieters.« Marco reicht ihr die Mietbescheinigung. »Gut, dann brauche ich jetzt Ihre Ausweise. Wir machen einen Aufkleber mit der neuen Adresse drauf.« Die beiden geben der Frau ihre Ausweise. »Oh, ich sehe hier, dass einer der Ausweise abgelaufen ist. Sie bekommen einen neuen Ausweis. Dazu brauche ich ein Foto von Ihnen.« Sie schaut Laura an. »Haben Sie ein Foto mitgebracht?« Laura schüttelt den Kopf. »Ich habe nicht auf die Gültigkeit geachtet. Wo kann ich ein Bild machen lassen?« »Im Flur ist ein Automat. Da können Sie das jetzt gleich erledigen. In der Zwischenzeit bearbeite ich die restlichen Unterlagen.« Laura kämmt sich schnell die Haare und macht ein Foto am Automaten. Das gibt sie der Frau im Büro. »Es wird etwa 10 Tage dauern, dann ist Ihr neuer Ausweis fertig. Die anderen Unterlagen habe ich jetzt bearbeitet. Sie können sie gleich mitnehmen. Sie müssen nur noch die Gebühren bezahlen.« Laura reicht der Frau ihre EC-Karte. »Marco, ich zahle das. Ich schulde dir noch Geld. Du weißt schon, der Abschleppdienst vor ein paar Wochen.« Beide lachen und die Mitarbeiterin vom Bürgeramt lacht mit. Keine Berufserfahrung. Laura und Marco wohnen seit ein paar Wochen in ihrer gemeinsamen Wohnung. Marco studiert noch und geht jeden Tag zur Uni. Laura hat ihr Studium schon beendet. Sie sucht nun eine Arbeitsstelle. In der Zeitung und im Internet findet sie einige Stellenangebote. Sie schreibt jeden Tag viele Bewerbungen. Die meisten kann sie per E-Mail absenden. Manche muss sie ausdrucken und per Post einreichen. Nach einigen Tagen bekommt sie die ersten Antworten. Es sind alles Absagen.
Meistens steht als Begründung dabei: Sie haben keine Berufserfahrung. Laura ist traurig. Wie soll ich denn Berufserfahrung bekommen, wenn mir niemand eine Chance gibt? Marco hat eine Idee. Warum versuchst du nicht ein Praktikum zu machen? Das wird zwar nicht bezahlt, aber du kannst zeigen, was du kannst. Und du kannst Erfahrungen sammeln. Laura hält das für eine gute Idee. Sie bewirbt sich als Praktikantin bei verschiedenen Firmen. Die Rückmeldungen sind jetzt positiver. Firmen nehmen gerne Praktikanten an. Diese müssen sie nicht bezahlen. Praktikanten geben sich meistens viel Mühe. Manchmal stellen Arbeitgeber Praktikanten anschließend sogar fest an. Laura hat Glück. Sie bekommt eine Praktikumsstelle. Das Praktikum soll 4 Wochen dauern. In dieser Zeit lernt Laura viel. Der Arbeitsalltag ist doch ganz anders als die Hochschule. Laura macht das Praktikum viel Spaß. Auch der Arbeitgeber ist sehr zufrieden. Am letzten Tag ruft er Laura in sein Büro. Schade, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Er schaut Laura an, dann lächelt er. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie ab nächster Woche wiederkommen. Allerdings nicht mehr als Praktikantin. Frau Müller bekommt bald ein Kind. Sie geht dann 3 Jahre in Erziehungsurlaub. Ich biete Ihnen Ihre Stelle an. Sie kann sie in Ruhe einarbeiten. Laura ist glücklich. Jetzt kann sie 3 Jahre Berufserfahrung sammeln. Dann hat sie viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Patenschaft. Laura arbeitet seit einiger Zeit bei ihrem neuen Arbeitgeber. Es geht ihr gut und sie verdient endlich eigenes Geld. Am Wochenende macht sie mit ihrem Freund Marco einen Ausflug mit den Fahrrädern aufs Land. Sie kommen an einem alten Bauernhof vorbei. An dem großen Tor vor der Einfahrt bemerkt sie ein Schild. »Dringend Paten gesucht«, stand darauf. Laura und Marco wundern sich. Sie wissen natürlich, was ein Pate ist. Das ist ein Mensch, der die Verantwortung für jemand anderen übernimmt. Man kann auch für soziale Projekte Patenschaften übernehmen. Aber was macht ein Pate auf einem Bauernhof? Marco und Laura sind neugierig geworden. Sie schauen sich auf dem Hof um. Da kommt eine Frau um die Ecke. Sie wird von einer großen braunen Kuh begleitet. Die Kuh sieht freundlich aus. »Hallo, kann ich euch helfen?« »Ja, wir wundern uns über das Schild mit den Paten«, sagt Laura. Die Frau erklärt den beiden, dass dies kein normaler Bauernhof ist. »Wir haben hier Tiere von einem Bauern, der seinen Hof aufgegeben hat. Damit die Tiere nicht geschlachtet werden müssen, hat er sie uns geschenkt. Sie können hier leben, bis sie ganz normal sterben. Wir sind ein Gnadenhof.« Laura hält das für eine sehr schöne Idee. Aber das Ganze ist natürlich sehr teuer. Wir arbeiten hier umsonst, aber die Tiere brauchen Futter. Deshalb suchen wir Paten, die Tiere adoptieren. Sie zahlen monatlich einen Beitrag. Davon kaufen wir Futter und zahlen den Tierarzt. Laura ist begeistert. Außerdem mag sie die freundliche braune Kuh, die ganz friedlich neben der netten Frau steht. »Marco, was meinst du? Wollen wir Paten werden?« Marco schüttelt zwar den Kopf über seine tierliebe Freundin, aber was soll er machen? Wenn Laura etwas will, dann macht sie das sowieso. Mit dem Auto verreisen. Laura und Marco wollen zusammen in den Urlaub fahren. Sie möchten nach Italien. Zum Radfahren ist die Strecke von Hannover aus zu weit. Außerdem müsste man über die Alpen. Das ist ihnen zu anstrengend. Man könnte mit dem Zug fahren, aber Laura möchte das nicht. Man kann dann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Lauras Freundin Lisa hat ein Auto. Das würde sie ihnen für 2 Wochen leihen. Laura holt am Freitagmittag das Auto bei Lisa ab. »Bitte, Laura, sei mit dem alten Wagen vorsichtig. Er verbraucht viel Öl. Du musst das bei jedem Tanken kontrollieren.«
Laura sagt ja und ist in Gedanken schon auf der Autobahn. Was Lisa sonst noch erklärt, hört sie nicht. Am Freitagabend geht es los. Im Kofferraum sind 3 Koffer von Laura und Marcos Reisetasche. Vorne im Fußraum steht die Kühltasche mit dem Proviant. Kaum sind sie aus Hannover heraus, bekommt Laura Hunger. Das ist auf Reisen immer so, sagt sie und isst ein belegtes Brötchen. Kurz vor Göttingen bemerkt sie die blinkende Tankanzeige. Es ist Zeit zum Tanken. Zum Glück erreichen sie gerade noch rechtzeitig die Tankstelle. Volltanken, weiterfahren. Laura hat ein komisches Gefühl. Irgendetwas war im Zusammenhang mit dem Tanken wichtig. Egal, es wird ihr wieder einfallen. Sie isst ein weiteres Brötchen. In der Nähe von Kassel fällt es Laura wieder ein, doch es ist zu spät. Man hätte das Öl kontrollieren sollen. Das Auto macht seltsame Geräusche. Sie schaffen es, ihn auf den Seitenstreifen zu fahren. Dann setzt der Motor ganz aus. Laura ist verzweifelt. Wie soll sie das Lisa erklären? Ich sagte ja, nehmen wir den Zug. Marco ist verärgert. Jetzt wird Lisa sauer sein und unser Urlaub ist auch im Eimer. Laura beißt unglücklich in das 3. Brötchen. Wenigstens haben wir genug zum Essen dabei. Deutsches Brot ist wunderbar. Laura bittet Marco, etwas Brot vom Bäcker zu holen. Aber bitte kein Weißbrot. Du möchtest dich ja gesünder ernähren. Nimm irgendetwas mit Vollkorn und nichts Süßes. Marco steht beim Bäcker an der Theke und ist verwirrt. So viele Brotsorten. Er hat bisher immer nur Toastbrot oder Brötchen im Supermarkt gekauft. Marco fühlt sich etwas überfordert. Was darf es denn sein, bitte? Die Verkäuferin sieht ihn freundlich an. Ich soll irgendetwas mit Vollkorn kaufen, sagt Marco. Ach ja, und vegan soll es auch noch sein. Nun, da hätte ich einiges im Angebot. Dinkelburschen, die sind glutenfrei. Körnerkerle, die sind mit Sonnenblumenkernen. Weltmeisterbrötchen, da sind alle möglichen Körner drin. Sportlerwecken, die enthalten besonders viel Proteine. Die Verkäuferin erklärt begeistert ihre Produkte. Marco kann sich das alles kaum merken. Nach einer Weile hört er gar nicht mehr zu. Es fielen Namen wie Guter Gustav, ein Kartoffelbrötchen oder leckere Luise mit Leinsamen. Dann erklärt sie die verschiedenen Brotsorten. Alle haben abenteuerliche Namen. Die Getreidesorten kennt er oft gar nicht. Für ihn bestand Brot bisher immer aus Weizen. Weiß, eckig und zum Toasten geeignet. Deutschland ist das Land mit den meisten Brotsorten. Die Verkäuferin erzählt weiter. Marco starrt ins Leere. Ihm wird schwindelig. Brot kaufen hat er sich einfacher vorgestellt. Er wünscht sich in den Supermarkt. Da ist alles leichter. Weiß, eckig, zum Toasten geeignet. Ich nehme die Knusperkruste mit Dinkelmöhrenanteil, bitte. Die Entscheidung war gefallen. Die frischen Kuchen duften herrlich. Egal, was Laura sagt, ein Rosinenbrötchen kann nicht schaden. Das würde er heimlich auf dem Heimweg essen. Sie muss ja nicht alles wissen. Gesunde Ernährung. Marco findet sich zu dick. In den Vorlesungen an der Uni sitzt er nur. Mittags isst er eine Currywurst in der Mensa. Außer Radfahren macht Marco keinen Sport. Und zu Hause sitzt er meist gemütlich auf dem Sofa. Du musst dich gesünder ernähren, dann nimmst du von alleine ab. Laura knabbert an einer Karotte. Sie hat keine Probleme mit ihrem Gewicht. Marco mag aber keine Karotten. Er liebt sein Feierabendbier und seine Currywurst. Gemüse aller Art duldet er nur als Beilagen. Er kann gar nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die sich nur von Pflanzen ernähren. Gesund ist langweilig. Laura hat eine Patenschaft bei einem Gnadenhof übernommen.
Seitdem isst sie kein Fleisch mehr. Auch Käse und Eier stehen nicht mehr auf ihrem Speiseplan. Marco lacht sie deswegen oft aus. Wenn sie gemeinsam kochen, steht immer seine Bratpfanne auf dem Herd. Fleisch, Eier, Käse. Ohne diese Zutaten ist es für Marco kein richtiges Essen. Laura will helfen und geht am nächsten Tag in den Supermarkt. Sie kauft verschiedene Gewürze, Gemüse und Linsen. Aus den Linsen macht sie Frikadellen. Sie würzt sie großzügig und brät sie in Marcos Pfanne. Dann schmort sie das Gemüse im Backofen. Dazu kocht sie Kartoffeln. Als Marco nach Hause kommt, sagt er direkt: Das riecht aber gut. Ich habe für uns beide gekocht, sagt Laura und stellt das Essen auf den Tisch. Marco lässt es sich schmecken. Auch die Frikadellen genießt er. Danke, dass du extra für mich Fleisch gemacht hast. Tut mir leid, Marco, das sind nur Linsen. Aber die haben genauso viel Proteine wie Fleisch. Und sie sind viel gesünder. Es kommt nur auf die richtigen Gewürze an. Dann schmeckt Gemüse wirklich gut. Marco überlegt. Also, wenn du kochst und ich nur essen muss, gerne. Laura lacht. Aber den Abwasch, den machst du. Ohne Tatort ist es kein Sonntag. Laura sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Aus der Küche kommt das Klappern von Töpfen. Marco wäscht ab. Es ist Sonntagabend. Gleich kommt die Tagesschau im Fernsehen und anschließend gibt es ihren Lieblingskrimi, den Tatort. Tatort schauen ist ein Ritual. Die meisten deutschen Sonntage enden mit Tagesschau und Tatort. Die Straßen sind wie leergefegt. Laura kennt niemanden, der nicht Tatort sieht. Schon ihre Mutter ist mit dieser Krimiserie aufgewachsen. Tatort ist Tradition in den meisten Familien. Man kennt die Darsteller, sie gehören fast zur Familie. Man freut sich, wenn der Krimi in der Stadt spielt, in der man wohnt. Einmal wäre Lauras Mutter fast mit im Bild gewesen. Nur fast, aber immerhin. Marco, beeil dich, Tatort kommt gleich. Heute ist Münster dran, den mögen wir doch am liebsten. Ich kämpfe noch mit der Pfanne, das kann hier noch dauern. Marco klingt genervt. Ihm ist der Tatort nicht so wichtig. Im anderen Programm gäbe es einen romantischen Film. Den würde er lieber sehen. Aber das wagt er Laura nicht zu sagen. Ohne Tatort ist es kein Sonntag. Das sagt sie immer, wenn er sonntags etwas anderes machen möchte. Es ist Sommer. Die Biergärten sind geöffnet. Marco würde gerne mit Laura den Sommerabend draußen genießen. Aber er hat keine Chance. Marco, komm endlich! Die bekannte Titelmusik spielt laut. Die Melodie kommt aus allen umliegenden Wohnungen. Sie kommt von allen Seiten durch das offene Küchenfenster. Marco hat keine Chance. Ein Gutes hat allerdings der Tatort-Sonntag. Laura ist gnädig und erlaubt Marco, an diesem Abend Chips zu essen. Aber nur, wenn er dabei nicht zu laut knuspert. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Oh, 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 oh.
und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß: Ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Du Arme! In Lauras Firma wird ein Betriebsfest gefeiert. Alle Mitarbeiter wurden gebeten, etwas zum Essen mitzubringen. Die Getränke bezahlt der Chef. Laura möchte gerne etwas Besonderes machen. Nudelsalat kann ja jeder, denkt sie. Sie möchte frische Waffeln herstellen. Deshalb nimmt sie ihr Waffeleisen mit zum Fest. Das ist ein elektrisches Gerät. Zwischen zwei beheizten Platten wird der Teig gebacken. Laura hat den Teig zu Hause zubereitet. Sie füllt ihn in eine Plastikschüssel und verschließt den Deckel. Sahne hat sie bereits geschlagen und ebenfalls abgefüllt. Es ist nicht einfach, alles mit dem Fahrrad zu transportieren, aber sie schafft es. Laura sucht sich einen Tisch und baut ihr Waffeleisen auf. Die Behälter mit dem Teig und der Sahne hat Laura im Rucksack transportiert. Leider war der Deckel der Teigschüssel nicht fest genug verschlossen. Ein großer Teil des Teiges ist ausgelaufen. Er befindet sich nun im Rucksack. So ein Mist! Den Rest will sie aber trotzdem verarbeiten. Lauras Kollegen wollen alle eine Waffel haben. Der Stress beginnt. Gerät erwärmen, Teig einfüllen, backen, Waffel herauslösen. Und das Ganze wieder von vorne. Zwischendurch die Sahne nicht vergessen. Die ist inzwischen warm und flüssig geworden. Laura schwitzt. Bei der nächsten Waffel verbrennt sie sich die Hand am Gerät. Sie kühlt die Hand mit einem nassen Tuch. Dann macht sie weiter. Es sind noch so viele Waffeln zu backen. Während die Kollegen sich unterhalten und das Essen genießen, steht Laura an ihrem Waffeleisen und backt. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Plötzlich kommt Anna mit einem Teller Nudelsalat um die Ecke. »Du Arme«, sagt sie, »du musst die ganze Zeit hier arbeiten. Komm, probier mal den Nudelsalat. Wir haben 16 verschiedene, aber dieser hier ist der beste.« Laura muss lachen. Nächstes Mal macht sie auch nur einen Nudelsalat oder einen Rührkuchen. Auf keinen Fall mehr frische Waffeln.
Der seltsame Nachbar. Marco und Laura wohnen in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung neben ihnen wohnt Herr Weber. Er ist schon über 80 und lebt alleine. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat keine Kinder und bekommt nie Besuch. Herr Weber geht sehr selten aus dem Haus. Der Supermarkt liefert ihm jeden Mittwoch seine Lebensmittel. Oft hört man aus seiner Wohnung Musik. Es sind alte deutsche Volkslieder, zu denen Herr Weber laut mitsingt. Laura macht sich Sorgen. Der Mann ist seltsam. Er geht niemals raus. Ich frage mich, wie er seinen Müll entsorgt. Das geht uns nichts an. Marco macht sich keine Gedanken über seine Nachbarn. Jeder soll so leben, wie es ihm gefällt. Aber Laura macht sich trotzdem Gedanken. Herr Weber ist schon alt. Wenn er sterben würde, würde niemand es bemerken. Doch, sagt Marco, dann hört endlich diese schreckliche Musik auf. Laura findet das nicht nett. Sie möchte Herrn Weber besuchen. Vielleicht kann sie ihm etwas helfen. Alte Leute sind oft sehr einsam. Laura klingelt bei Herrn Weber. Es dauert eine Weile, bis er die Tür öffnet. Herr Weber schaut sie mit großen Augen an. Seine Brille ist so fettig, dass er kaum etwas erkennen kann. Auch seine Haare sind fettig. Er riecht, als ob er lange nicht geduscht hätte. »Kommen Sie doch rein, junge Frau. Ist schon wieder Mittwoch? Ich habe noch gar keinen Einkaufszettel gemacht.« »Ich bin Laura von nebenan. Ich wollte mich nur mal vorstellen.« Herr Weber wundert sich. »Setz dich erst mal hin, Kindchen. Möchtest du einen Tee trinken?« Aber Laura hat sich bereits in der Küche umgeschaut. Sie verzichtet lieber. Herr Weber tut ihr leid. So einsam und ungepflegt sollte kein Mensch leben, findet sie. Sie möchte aber nicht aufdringlich sein. Also greift sie zu einer List. »Herr Weber, ich soll ein Referat über Volksmusik halten. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich dachte, Sie könnten mir helfen.« Herr Weber lächelt. Dann beginnt er zu erzählen. Von früher, von seiner Jugend und seinen Freunden. Laura hört ihm gespannt zu. Herr Weber ist plötzlich gar nicht mehr seltsam. Er ist einfach nur ein alter Mensch. Er hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Eigentlich ist er ganz nett. Laura will wiederkommen und ihm im Haushalt helfen. Dann könnte sie dort auch unbesorgt Tee trinken. Deutsche Volksmusik. Laura und Marco wohnen seit kurzem in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt. Über ihnen wohnt Familie Meier mit 3 Kindern. Die hören sie sehr gut. Sie sind lebhaft. Aber das stört Laura und Marco nicht. Sie finden, Kinder müssen auch mal laut sein dürfen. Neben ihnen lebt Herr Weber. Er ist schon alt und manchmal kommt er ihnen etwas seltsam vor. Vor allem seine Musik finden die beiden merkwürdig. Er hört nämlich deutsche Volksmusik. Am liebsten mag er Wanderlieder. Das wissen alle Nachbarn, denn Herr Weber dreht die Lautstärke immer sehr hoch. Das muss er tun, denn er hört nicht mehr gut. Herr Weber erinnert sich durch diese Musik an seine Jugendzeit. Damals hat man oft gemeinsam gesungen. Es waren Lieder, die jeder kannte. Man nennt das Volksmusik. Viele alte Menschen in Deutschland lieben diese Musik. Sie kennen alle Texte auswendig. Heute übertreibt es Herr Weber allerdings etwas. Es ist Sonntagabend. Laura möchte gerne den Tatort sehen. Ohne Tatort ist es kein Sonntag. Marco schaut auch gern den Krimi mit an. Aber sie verstehen kein Wort, denn Herr Weber hört Volksmusik. »Das Wandern ist des Müllers Lust«, hört man durch die dünne Wand. Sie können hören, dass Herr Weber sehr laut mitsingt. Dazu klopft er den Takt mit seinem Gehstock. »Oh nein, das geht aber gar nicht!« Laura ist verärgert. »Es kommt Tatort aus Münster, da muss man genau zuhören, sonst versteht man die Witze nicht.« Sie steht auf und klingelt bei Herrn Weber. Der macht aber nicht auf. Er hört das Klingeln nicht, weil seine Musik zu laut ist. Laura geht auf den Balkon. Sie will von dort aus Herrn Weber mit Winken auf sich aufmerksam machen.
Herr Weber sieht sie und winkt fröhlich zurück. »Das Wandern«, singt er und lacht. »Laura, lass es gut sein. Ich wollte sowieso lieber in den Biergarten. Das Wetter ist doch herrlich. Den Tatort schauen wir uns morgen in der Mediathek an.« Marco holt ihre Jacken und zieht Laura aus der Wohnung. »Ich lade dich ein.« Pia und Philipp wollen ein Partner-Tattoo. Laura und Marco haben Besuch von ihren Freunden. Pia und Philipp haben sich gerade verlobt. Das wollen sie gemeinsam feiern. »Zeig mal deinen Verlobungsring«, sagt Laura und nimmt Pias Hand. »Wir haben keine Ringe«, sagt Pia. »Wir wollen uns ein Partner-Tattoo stechen lassen.« Marco schüttelt den Kopf. »Das würde ich nie tun. Einen Ring kann man abnehmen, falls die Beziehung vorbei ist. Ein Tattoo hat man für immer am Körper. Das würde einen neuen Partner doch stören. Wir werden uns niemals trennen. Wir werden zusammen leben. Ein Tattoo ist genau richtig für uns«, sagt Philipp und legt den Arm um Pia. »Wir haben heute einen Termin im Tattoo-Studio. Kommt doch mit.« Im Studio erwartet sie eine junge Frau. Sie trägt Shorts und ein buntes Top. Sie ist auf dem ganzen Körper tätowiert. »Ein bildschönes Mädchen«, lacht Laura und schaut sich die Tattoos genau an. Blumen, Schriftzeichen, Symbole. Es sind über 100 verschiedene Bilder. Auch Philipp will sich die Tattoos genauer anschauen. Aber Pia möchte lieber nach ihrem Wunschtattoo schauen. Sie hat ein Regal mit Aktenordnern entdeckt. In einem Ordner sind Beispiele verschiedener Motive. Pia und Philipp können sich lange nicht entscheiden. Philipp ist abgelenkt von der hübschen Frau. Er starrt sie immer wieder an. Pia merkt das nicht, aber Laura erwischt seine Blicke ein paar Mal. Laura hat eine Idee. Vielleicht ist ein kompliziertes Partner-Tattoo doch nicht das Richtige. Warum nehmt ihr nicht beide ein P? Das ist einfach. Und es steht dann für Pia und Philipp. Das sehe ich immer bei Partnern, das ist sehr beliebt. Übrigens gibt's hier viele magische Buchstaben in schöner Handschrift. Schaut mal! Aber heimlich denkt sie schon einen Schritt weiter. Und das Beste? Es ist bei einer Trennung kein Problem. Man kann immer behaupten, dass es für den eigenen Namen steht. Eva wurde gefeuert. Es klingelt. Laura öffnet die Wohnungstür. Draußen steht ihre Freundin Eva. Sie sieht ganz verweint aus. »Hallo Eva, was ist denn passiert? Du bist ja ganz aufgelöst. Komm rein und setz dich zu mir in die Küche. Ich mache uns einen Kaffee.« Die beiden sitzen am Küchentisch. Eva rührt mit dem Löffel in ihrer Tasse herum. Sie ist ganz still. »Komm, Eva, hör auf zu rühren. Was ist denn los mit dir?« Eva beginnt zu weinen. »Ich wurde gefeuert.« Laura nickt. Das hatte sie erwartet. Sie kennt Eva schon lange. Eva ist oft unpünktlich. Sie ist ein Nachtmensch und hat es schwer, morgens aufzustehen. Deshalb kommt sie meistens zu spät zur Arbeit. Laura hat ihr schon mehrmals geraten, sich einen anderen Job zu suchen. Als Verkäuferin in einer Bäckerei muss sie morgens schon um 6:30 im Laden stehen. Das passt gar nicht zu ihrem Biorhythmus. Laura nimmt Eva in die Arme. Sie tröstet sie. »Schau mal, Eva, davon geht die Welt nicht unter.« Aber Eva weint immer noch. »Wovon soll ich denn jetzt die Miete bezahlen? Ich wurde gefeuert, weil ich immer zu spät kam. Das steht auch so in der Kündigung. Jetzt bekomme ich eine Sperrzeit vom Arbeitsamt. Sie zahlen erst nach 6 Wochen Arbeitslosengeld.« »Das ist natürlich gemein«, sagt Laura. »Wir müssen mit deinem Vermieter reden. Ich kann dir dabei helfen.« »Das ist lieb, aber ich brauche ganz schnell einen neuen Job.« Eva ist verzweifelt.
Doch Laura hat eine Idee. Bei uns gegenüber ist ein Kiosk, da hängt ein Schild. Sie suchen jemanden für die Spätschicht. Wäre das nicht etwas für dich? Damit wären 2 Probleme auf einmal gelöst. Du hättest Arbeit und du könntest jeden Tag ausschlafen. Das ist doch ideal für Nachteulen wie dich. Jetzt kann Eva wieder lachen. Gute Idee. Ich laufe schnell runter und frage, ob die Stelle noch frei ist. Aber erst will sie den Kaffee austrinken. Den mag sie lieber, wenn er noch heiß ist. Was ist praktisch an Tiefkühlkost? Wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Laura steht in der Küchentür. Unser Alter hat kein Tiefkühlfach. Marco sieht von seinem Lehrbuch auf. Wozu brauchen wir ein Tiefkühlfach? Damit wir endlich Tiefkühlkost lagern können. Pizza, Gemüse, Eis. Marco schüttelt den Kopf. Bisher hat das auch ohne dieses Fach geklappt. Wir kaufen ein und bereiten es immer gleich zu. Dazu brauchen wir doch keinen neuen Kühlschrank. Aber es ist viel praktischer, wenn wir uns etwas liefern lassen. Dann haben wir immer etwas auf Vorrat. Wir müssten nicht mehr jeden Tag einkaufen. Du hättest viel mehr Zeit zum Lernen und ich könnte nach der Arbeit ohne Umweg nach Hause kommen. Ich habe ein Angebot von der Kalten Kiste gesehen. Die bringen regional angebautes Tiefkühlgemüse direkt nach Hause. Marco ist nicht überzeugt. Tiefkühlkost ist ungesund, behauptet er. Jetzt schüttelt Laura den Kopf. Im Gegenteil, die Vitamine bleiben viel besser erhalten. Normales Gemüse wird nach der Ernte tagelang gelagert. Oder es wird über weite Strecken transportiert. Da gehen viele Vitamine verloren. Tiefkühlkost wird sofort gefroren, das schont die Vitamine. Marco überlegt. Vielleicht hast du recht, aber einen neuen Kühlschrank können wir uns nicht leisten. Lass uns schauen, ob wir einen gebrauchten finden. Die beiden suchen bei den Kleinanzeigen. In ihrer Nähe gibt es mehrere Geräte zu verkaufen. Aber alle sind entweder zu alt oder zu teuer. Alte Kühlschränke verbrauchen zu viel Strom. Das ist nicht gut für die Umwelt. Marco würde die Suche jetzt gerne beenden. Er möchte lieber weiterlernen. Aber Laura hat eine Idee. Auf der Website von der Kalten Kiste gibt es eine geniale Sache. Laura zeigt ihm den Artikel. Es ist eine kleine Kühltruhe. In diese passt genau unser Bedarf für 2 Wochen. Marco überlegt kurz. Und was soll das kosten? Hier steht, für Neukunden ist die Kiste kostenlos. Und sie liefern sie bei der ersten Bestellung gleich mit. Marco weiß, Widerstand ist zwecklos. Also gut, probieren wir es mit der Kalten Kiste aus. Man kann ja jederzeit wieder kündigen. Laura freut sich und sie füllt sofort das Bestellformular aus. Pizza, Eis und Gemüse. Telefonwerbung. Marco sitzt im Wohnzimmer. Vor sich auf dem Tisch liegen seine Unterlagen. Er möchte lernen. Zum Glück ist Laura heute Nachmittag nicht da. So hat er seine Ruhe. Er kann ohne Störung arbeiten. Als er den ersten Ordner geöffnet hat, klingelt sein Handy. Hallo und guten Tag, mein Name ist Erwin Meyer. Ich mache gerade eine Umfrage zum Thema Energiesparen. Würden Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten? Es dauert nur 5 Minuten. Marco lehnt ab. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Außerdem nervt mich das Thema. Er beendet das Gespräch und blockiert die Nummer. Nach einer Weile klingelt das Handy erneut. Marco schaut nicht auf die Nummer und nimmt das Gespräch an. Hallo und guten Tag, ich bin Tina Müller von der Firma Nachwerk. Unsere Staubsauger sind die besten. Sie sind sicher damit einverstanden, dass unsere Kollegin morgen früh um 7 Uhr bei Ihnen vorbeikommt, um Sie von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Sie müssen gar nichts tun, sagen Sie einfach ja und genießen Sie endlich eine saubere Wohnung. Marco versteht kein Wort. Die Frau redet zu schnell und zu viel. Er sagt gar nichts und beendet das Gespräch. Er blockiert die Nummer.
Was ist denn heute los? Haben sich alle verabredet, um ihn zu ärgern? Marco versucht erneut, sich auf den Lernstoff zu konzentrieren. Aber schon wieder klingelt es. Vorsichtshalber schaut Marco auf die Nummer, bevor er das Gespräch annimmt. Es ist sein Vermieter. »Guten Tag, ich bin Ihr Vermieter. Sicher haben Sie sich schon gefragt, wie Sie ganz einfach Geld verdienen können. Machen Sie es wie ich. Ich arbeite für die Merkur-Versicherung.« Marco wird langsam sauer. »Entschuldigung, aber Sie sind heute schon der Dritte, der bei mir anruft. Ich möchte nur in Ruhe lernen.« Marco beendet das Gespräch. Die Nummer blockieren kann er in diesem Fall nicht. Es ist ja sein Vermieter. Aber er könnte sein Handy ja auch einfach mal ausschalten. Dann hätte er seine Ruhe. Und genau das tut Marco jetzt auch. Darauf hätte er schon früher kommen können. Schon wieder Nachzahlung. Laura sitzt am Küchentisch. Sie hat einen Brief in der Hand. »Marco, komm doch bitte mal.« Marco kommt in die Küche. »Schau mal, wir haben schon wieder Post bekommen. Die Stromrechnung ist da. Die Stadtwerke wollen eine Nachzahlung. Wir sollen 146 € überweisen. Das ist ja ärgerlich. Warum so viel? Letzte Woche haben wir schon 112 € für die Heizung nachzahlen müssen. Wie soll sich das einer leisten können?« Laura rechnet alles genau nach. Die Rechnung stimmt. »Wir müssen unbedingt sparen, Marco.« »Aber wir sind doch schon sparsam. Wir haben extra einen kleinen Kühlschrank. Wir duschen nur lauwarm. Im Winter hatten wir die Heizung immer nur auf 2 gestellt. Was soll man denn noch tun?« Marco ist verärgert. »Nun«, sagt Laura, »wir könnten die Mini-Kühlbox wieder zurückgeben. Sie verbraucht vielleicht mehr Strom, als wir dachten. Und wir könnten Heißwasser sparen, wenn wir nicht jeden Teller einzeln abwaschen. Es ist sparsamer, nur einmal am Tag Geschirr zu spülen. Du könntest den Elektrorasierer gegen einen Rasierer eintauschen. Die Mikrowelle brauchen wir eigentlich auch nicht.« Marco überlegt. »Ja, das geht. Du könntest dann aber auch den Föhn und das Glätteisen weglassen. Das schadet den Haaren sowieso nur.« Laura denkt nach. »Das sind doch alles nur Kleinigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hilft.« Aber Marco hat schon sein Handy ans Ladekabel angeschlossen. Er sucht im Internet nach Tipps zum Energiesparen. Doch, hier steht es. Jedes Gerät zählt. Hier steht übrigens auch, es nützt gar nichts, wenn man die Heizung nur auf 2 laufen lässt und stattdessen eine Heizdecke benutzt. Die verbraucht nämlich sehr viel Strom. Und der elektrische Heizlüfter ebenfalls. Die Geräte kommen auch weg. »Okay«, sagt Laura, »weg damit. Wir verkaufen sie. Aber wir verkaufen auch den Toaster, die Kaffeemaschine, deine Playstation und die Fritteuse. Von dem Geld zahlen wir die Rechnung. Nicht die Kaffeemaschine, aber den Rest fotografiere ich sofort und stelle ihn bei eBay ein. Und jetzt macht das Licht aus, wir müssen sparen.« Laura lacht. »Gute Idee. Im Dunkeln sieht man wenigstens auch diese Rechnungen nicht mehr.« Ohne Fleiß kein Preis. Diesen Satz hast du bestimmt schon einmal gehört. Er bedeutet, dass man sich anstrengen muss, damit man seine Ziele erreicht. Ich erkläre das mal mit einem kurzen Beispiel. In wenigen Wochen schreibt Marie ihre Abiturprüfung. Sie ist deswegen schon sehr aufgeregt. Ihr größtes Problem ist Mathe. In diesem Fach ist sie einfach nicht gut. Jeden Tag sitzt sie zu Hause und lernt mehrere Stunden lang. Heute trifft sie sich mit ihrer Freundin Melanie im Park. »Und, wie kommst du mit dem Lernen voran?« fragt Melanie neugierig. Marie sieht sie traurig an. »Ich habe große Probleme in Mathe. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf das Lernen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier in der Sonne liegen und das schöne Wetter genießen.«
Ja, das verstehe ich. Aber gib nicht auf. Du weißt ja, ohne Fleiß kein Preis. Deutsch lernen durch Hören.